Hallo, Freunde, Ende der 70er Jahre. In den Jahren des letzten Jahrhunderts schwebte in vielen Teilen unseres Planeten noch die Gefahr eines Atomkrieges über der Welt. Die Menschen bereiteten sich darauf vor, das sei noch erwähnt, damals gruben die Amerikaner nicht selten kleine Notkeller direkt im hinteren Teil des Hofes. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Kalte Krieg in einen wirklich heißen Krieg verwandeln würde, war tatsächlich hoch. Zu dieser Zeit begann auch der Amerikaner Bruce Beach mit dem Bau seines unterirdischen Schutzraums. Zuvor lebte er in Chicago und arbeitete als Elektroingenieur. Präsident John Kennedy riet den Amerikanern, sich für den Fall eines möglichen Atomangriffs mit Konserven einzudecken. Damals beschloss Bruce, dass der beste Weg, sich vor einem Atomkrieg zu verstecken, darin bestehe, die Stadt oder besser noch das Land zu verlassen. Deshalb zog er 1917 nach Kanada in ein kleines Dorf, 2 Autostunden von Toronto entfernt. Doch selbst das reichte ihm nicht. 19180 beginnt er mit dem Bau seines Bunkers. Zu diesem Zweck wählte er die kanadische Kleinstadt Orling Mills in der Provinz Ontario. Hier kaufte er Land und begann mit dem Bau und der Einrichtung. Ab 1918 kaufte er Schulbusse für den künftigen Bunker. Insgesamt brauchte er 42 Busse, für die er $12.500 bezahlte. Gleichzeitig begann er mit dem Ausheben einer 4 m tiefen Baugrube. Zu dieser Zeit begannen Freiwillige, die von der Idee unseres Helden angezogen wurden, ihm zu helfen. Oder vielleicht wollten sie einfach nur für alle Fälle einen Platz in diesem Atomschutzbunker reservieren. Die gekauften Busse platzierte Bruce sorgfältig in der Fundamentgrube. Diesen bedeckte er mit einer dicken Schicht Beton und Erde. Als sie ihn fragten, warum er sich für Busse entschieden habe, antwortete er, dass sie Stahldächer hätten und daher hervorragend für den Bau eines Flugabwehrbunkers geeignet seien. Der Amerikaner vergrub die Technik zuverlässig und baute darin ein komplexes und sicheres Labyrinth. Was übersetzt Arche bedeutet Zweiter. Damit wollte er an die alttestamentliche Geschichte über die Weltflut in mehr als 30 Jahren erinnern. Auf einer Fläche von fast 1000 Quadratmetern wurde eine echte unterirdische Stadt geschaffen. Der Atomschutzbunker ist für 500 Menschen gedacht, von denen 80% Kinder sein sollen. Schlafbereiche für Männer und Frauen, Kinderzimmer und mehrere Duschräume, eine Küche und ein Besprechungsraum, Desinfektionsräume, eine Waschküche und sogar eine separate Zahnarztpraxis. Hier gibt es einfach alles, um sich hier verstecken und alle Annehmlichkeiten der Zivilisation nutzen zu können. Der Mann sorgte sogar für eine separate Stromversorgung mittels Dieselgeneratoren. Er führte eine Warmwasserbereitung im Raum ein ausgeklügeltes System, Luftumwälzung sowie eine Lebensmittel- und Wasserversorgung, die für mehrere Jahrzehnte ausreichte. Wir müssen jedoch zugeben, dass das Tierheim in einem funktionsfähigen Zustand ist, aber bereits veraltet ist. Aber Bruce Beach verliert nicht aus den Augen, dass sie jedes 10. Jahr ihre Lebensmittelvorräte ersetzen müssen, weil Konserven verderben. Als er dort war, weiß er nicht einmal, wie viele Tonnen Lebensmittel er im Laufe der Jahre wegwerfen musste. Derzeit ist The Ark der zweitgrößte private Bunker in Nordamerika. Er ist jetzt weit über 80 Jahre alt und ähnelt wirklich einem alten Mann aus dem Alten Testament. Die meiste Zeit verbringt er damit, sein Werk zu verteidigen. Die örtlichen Behörden haben vor den Behörden und der Feuerwehr 30 Klagen gegen ihn eingereicht, die ihm vorwerfen, das Gebäude sei gefährlich. Nach 2 Bränden wurde sogar der Bunker abgedichtet, außerdem musste er einen Atomschutzschild haben. Ständig sind sie Angriffen von Vandalen, aber auch der Invasion von Ratten und Überschwemmungen ausgesetzt. Der Ark II hielt jedoch allem stand und bewies seine Langlebigkeit. Die Einheimischen halten Bruce für verrückt, nicht einmal bei seinen eigenen Kindern findet er Verständnis. Aber der Mann gibt nicht nach. Er glaubt immer noch, dass sein Bau früher oder später den Menschen zugute kommen und sie vor einer möglichen Bedrohung schützen wird. Und das ist alles für heute, Freunde. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like und bis bald wieder.